Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Marietta Slomka. Guten Abend. Gerade erst hat die NATO vor russischen Sabotageakten, Gewalttaten und Cyberangriffen gewarnt, die die Sicherheit der NATO-Länder gefährden. So wird Russland zum Beispiel vorgeworfen, im Ostseeraum die GPS-Signale von Flugzeugen und Schiffen zu stören. Generalsekretär Stoltenberg sagte, dass man sich durch hybride Kriegsführung oder Spionageaktionen aber nicht davon abhalten lasse, die Ukraine weiter zu unterstützen. So ähnlich klang heute auch die deutsche Innenministerin. Wir werden uns von Russland nicht einschüchtern lassen, erklärte Nancy Faeser. Dabei bezog sie sich auf Cyberangriffe in Deutschland, unter anderem auf die Kanzlerpartei SPD. Thomas Reichert berichtet. Der Angriff kam aus Moskau von einer Hackertruppe, die offenbar aus der Zentrale des russischen Militärgeheimdienstes GRU geführt wird. Für die Bundesregierung steht fest, die Truppe mit Namen APT28 ist verantwortlich für eine schwerwiegende Cyberattacke, unter anderem auf die SPD. Wir können diesen Angriff vom letzten Jahr heute eindeutig der Gruppe APT28 zuordnen, die vom russischen Militärgeheimdienst GRU gesteuert wird. Mit anderen Worten, staatliche russische Hacker haben Deutschland im Cyberraum angegriffen. Die russische Attacke nutzte eine bis dahin unbekannte Sicherheitslücke in Outlook, dem E-Mail-Programm von Microsoft. Während Deutschland die Ukraine gegen Putin unterstützte, las Russland offenbar über Monate Mails der Regierungspartei SPD mit. Alles hält sich in Grenzen, was den materiellen Schaden angeht. Aber wir sehen eben, es hat den Versuch auch dieser Einflussnahme gegeben. Es hat den Versuch des Ausspionierens gegeben. Und das zeigt eben die Gefahr durch Putin und durch Russland, dies ernst zu nehmen. Russlands Hackertruppe APT28 steckte offenbar bereits hinter der Cyberattacke auf den Bundestag 2015. Und 2016 hinter dem Angriff auf Hillary Clintons Präsidentschaftskandidatur, bei dem das Mailprogramm von Clintons Wahlkampfleiter gehackt wurde. Die spielen sicherlich in der ersten Liga, was offensive Cyberoperationen angeht, und sind in der Lage, ganz unterschiedliche Dinge von Spionage bis zu Sabotage durchzuführen. Man braucht ja für Cyberattacken gerade auf solche sogenannten Hochwertziele sehr exklusives Wissen. Für das die APT28-Hacker auf die Ressourcen der russischen Nachrichtendienste zurückgreifen können. Das Auswärtige Amt hat deshalb heute den Geschäftsträger der russischen Botschaft einbestellt. Auch die Innenministerin verurteilt Russlands Angriff scharf. Derartige Cyberangriffe sind eine Bedrohung für unsere Demokratie, unsere nationale Sicherheit und vor allen Dingen unsere freiheitlichen Gesellschaften. Wir fordern Russland daher erneut auf, derartige Handlungen zu unterlassen. Allerdings allein im Bereich von Faesers Innenministerium sind hunderte Stellen für IT-Sicherheit nicht besetzt. Die Bundesregierung schafft es nicht, gegen die Konkurrenz aus der Industrie genügend Cyber-Experten anzuwerben. Die Präsidentin des BSI fordert nun mehr Anstrengungen gegen solche Attacken. Wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert. Wir können da viel tun. Die technischen Maßnahmen gibt es. Aber es gilt da noch mehr zu tun. Sie sind offensichtlich noch nicht gut genug. Und da müssen wir alle noch eine Schippe drauflegen. Denn der nächste Angriff scheint nur eine Frage der Zeit. Die russischen Attacken dürften auch ein Gesprächsthema gewesen sein, als sich Olaf Scholz und Emmanuel Macron gestern zu einem quasi privaten Abendessen in Paris trafen. Da hatte Macron gerade erst seine Aussage bekräftigt, dass er gegenüber Russland nichts ausschließe, auch nicht den Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine. Er ist nicht der Einzige, bei dem sich die Tonlage verschärft. Der britische Außenminister Cameron, derzeit zu Besuch in der Ukraine, erklärte dort, dass es allein Sache der Ukrainer sei, zu entscheiden, wie und wo sie westliche Waffen einsetzen, also gegebenenfalls auch auf russischem Territorium. Die Ukrainer stehen an den Fronten jedenfalls zunehmend unter Druck. Das liegt nicht nur an Waffen- und Munitionsmangel, sondern auch daran, dass Soldaten fehlen. Luc Walpott berichtet. Die Fahrt zur Front bei Donezk führt vorbei an Ruinen aus den ersten Kriegsmonaten, als die Ukrainer die russischen Invasoren zurückschlagen konnten. Das war vor 2 Jahren. Der Krieg wütet immer noch und die Ukraine braucht dringend neue Soldaten, denn der Feind rückt wieder vor. Wir begleiten frisch mobilisierte Rekruten beim Fronttraining.
Wehrfähige Männer zwischen 25 und 60 werden derzeit verstärkt rekrutiert. 1 Monat Grundausbildung, dann hier in Frontnähe Kampfausbildung. Alexander, der Ausbilder, ist seit einem Jahr dabei, selbst Rekrut, kein Berufssoldat. Die Kommunikation ist noch schwierig. Die Männer kennen sich noch nicht, wissen nicht, wo die Stärken und Schwächen des anderen liegen, was er leisten kann. Aber in 4 Wochen sollen diese Soldaten schon in vorderster Linie Stellungen gegen den russischen Feind absichern. Ichnat ist 41, Lkw-Fahrer, war nie in der Armee. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was da vor sich geht an der Front. Ich weiß nur, was ich im Fernsehen gesehen habe, was die Jungs erzählt haben, was da los ist. Man kann sich das einfach nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Zu Hause warten seine Frau und die 3 Kinder. Sie seien besorgt, sagt er. Wir haben uns unterhalten und ich habe ihr gesagt, dass ich gehen muss, weil es nötig ist. Es gibt keine andere Wahl. Sie haben geweint. Aber so ist es halt. Wir schaffen das schon. So fatalistisch sehen das nicht alle hier. Die Männer sind angespannt, wissen um den Ernst des Einsatzes, um die Lebensgefahr. Bewegung auf dem Schlachtfeld, Einsatz von Granaten, medizinische Notversorgung, Evakuierung verletzter Kameraden. Dabei ist auch der 54-jährige Viktor, von Beruf Zimmermann. Vor 25 Jahren war er beim Militär als Matrose. Kein Vergleich mit heute, sagt er. Klar, da gibt es Unterschiede. Damals habe ich kein einziges Mal Schutzweste getragen. Ein Maschinengewehr habe ich ein paar Mal gesehen, mehr nicht. So war das. Diese Männer, junge und nicht mehr junge, sollen die dringend benötigte Verstärkung für die Kampfeinheiten an der Front bilden, die teilweise seit 2 Jahren fast ununterbrochen im Einsatz sind. Für den 38-jährigen Oleg alles andere als verlockend. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch wenn ich das hier nicht sagen sollte und Sie das ja auch wahrscheinlich rausschneiden, ich habe Angst. Ich habe mir nie vorgestellt, ein Soldat zu sein, geschweige denn Leute zu töten oder meine Familie zu beschützen. Ich weiß ehrlich nicht, wie das in Zukunft laufen wird. In der Ferne können Sie das dumpfe Donnern der Granatgeschütze entlang der Front hören. Ein schwerer Weg, der vor ihnen liegt. Tja, wie steht es um die Ukraine und die westliche Unterstützung? Darüber wollen wir mit dem Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperten Nico Lange reden. Er war früher Leiter des Leitungsstabs im Bundesverteidigungsministerium und arbeitet jetzt unter anderem für die Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Abend, Herr Lange. Guten Abend, Frau Slomka. Wir schalten Sie aus Washington. Sie führen da verschiedene Gespräche. Was hört man denn? Sind die von der Ukraine so lang erwarteten amerikanischen Waffen denn jetzt auf dem Weg oder schon da? Viele der Waffen, Munition, Ausrüstungsgegenstände, die die Amerikaner jetzt liefern, die waren vorpositioniert in der Nähe der Ukraine und sind sofort nach der politischen Entscheidung in die Ukraine gebracht worden. Und natürlich ist es auch so, dass die Ukraine Dinge, die sie zurückgehalten hat, weil sie nicht wusste, ob weitere Lieferungen kommen, jetzt benutzen kann. Also man merkt schon einen Effekt dieser amerikanischen Entscheidung. Sollen ja auch ATACMS geliefert worden sein, also länger reichende Raketen. Der britische Außenminister war jetzt gerade da, sagte, was die Ukrainer mit ihren Waffen machen, das geht nur die etwas an, so sinngemäß. Wird das eine Veränderung bringen in der aktuellen Frontsituation? Ja, was die konkreten ATACMS betrifft, mit den höheren Reichweiten haben die Amerikaner ja da eine Beschränkung auferlegt, die nur auf souveränem Gebiet der Ukraine zu benutzen. Aber sie bringen natürlich eine wichtige Veränderung im Süden und auf der Krim, weil Russland da sich jetzt nicht mehr sicher fühlen kann. Und die ersten Einsätze dieser ATACMS haben auch schon sehr, sehr wichtige, hochwertige Ziele getroffen. Dann hört man aus dem Osten der Ukraine von den Fronten dort ja eher beunruhigend ist, dass die Russen stetig Geländegewinne machen, dass ganze Frontabschnitte der Ukraine einbrechen. Sie sind oft in der Ukraine, kennen das Land sehr gut, sprechen auch die Sprache, sind auch immer wieder an der Front. Was hören Sie? Die Lage ist insbesondere im Osten schon seit einiger Zeit schwer für die ukrainischen Streitkräfte, weil Russland sehr brutale Frontalangriffe immer weiter fortsetzt und weil es den Russen auch egal zu sein scheint, dass sie dabei sehr viele Soldaten, sehr viel Technik verlieren. Also sie drängen einfach weiter und machen da dann geringe Fortschritte. Und es ist jetzt besonders schwer geworden, weil nordwestlich von Awdijiwka, bei einem Ort namens Ocheretyne, die Ukrainer möglicherweise einen Fehler gemacht haben, den Russland jetzt ausnutzt
Und dadurch kommen die Russen da jetzt schneller voran als in den vergangenen Monaten. Und da ist jetzt die große Frage, wie gelingt es der Ukraine, das zu stabilisieren und welche Ressourcen, auch von den wertvollen neuen Ressourcen, zum Beispiel aus den USA, muss sie dafür aufwenden. Ein großes Problem scheinen ja auch die Gleitbomben zu sein, die Russland einsetzt. Also immer wieder hört man aus der Ukraine, dass die sehr schwer abzuwehren sind, dass es sowieso an Flugabwehr mangelt. Ja, die Gleitbomben sind furchtbar. Russland hat damit eine Methode gefunden, die ukrainischen Truppen, aber leider ja auch Städte wie Kharkiv zu bombardieren. Es gibt kaum Möglichkeiten, diese Gleitbomben abzuwehren. Man kann das im Grunde nur über sich ergehen lassen. Und das sind furchtbare Erlebnisse, die auch die Menschen haben in den Städten dort. Was man braucht, sind Luftverteidigungssysteme, die in der Lage sind, die russischen Flugzeuge weiter wegzuhalten. Dann könnten sie diese Gleitbomben nicht ausliefern. Und man braucht die F-16 endlich in der Luft, die dann auch eine Gefahr darstellen könnten für diese russischen Flugzeuge. Wir müssen alles tun dafür, die Luftverteidigung in der Ukraine zu verbessern. Vielleicht auch darüber nachdenken, ob mit Luftverteidigungssystemen an der Ostflanke der NATO Ziele, also Marschflugkörper, Drohnen der Russen, über dem Gebiet der Ukraine abgeschossen werden können, damit die Ukrainer ihre Systeme weiter östlich verwenden können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese russische Luftüberlegenheit nicht einfach passieren zu lassen und nicht einfach achselzuckend zuzuschauen. Gibt es denn überhaupt genügend Systeme verfügbar, die man dann an die Ukraine geben könnte, um eben genau das zu erreichen? Also die große Geschwader von F-16 hat man jetzt ja nicht also von diesen Kampfflugzeugen hat man ja jetzt nicht in die Ukraine gehen sehen. Es wird eine F-16-Flotte geben in der Ukraine, keine große Zahl, aber es gibt ja europäische Partner, die haben die F-16 an die Ukraine geliefert oder sind dabei. Die Infrastrukturen für den Einsatz aufzubauen ist nicht leicht, aber das wird passieren. Und bei Luftverteidigungssystemen ist die Bundesregierung ja richtigerweise vorangegangen mit einer weiteren Patriot-Feuereinheit. Andere sollten da jetzt mitmachen, Griechenland, Spanien vor allen Dingen, die nicht direkt an der Frontlinie liegen, an der Ostflanke und die Systeme liefern könnten. Und man hört auch, dass Israel möglicherweise Systeme aufgeben will, weil die ersetzt werden. Auch da sollte man so schnell wie möglich versuchen, die zu kaufen, in die Ukraine zu bringen. Das ist aber alles in allem ja doch irgendwie düstere Aussichten. Also auch ein hochrangiger ukrainischer General hat sich da, ich sag mal, nicht pessimistisch, aber doch sehr ernüchtert letztens geäußert, dass es einen Sieg auf dem Schlachtfeld eigentlich kaum noch geben kann. Sind die Russen denn so viel besser aufgestellt? Putin ist vollkommen skrupellos. Man muss bei all dem, worüber wir reden, festhalten, Putin hat ja seine militärischen Ziele in der Ukraine in 2 Jahren nicht erreicht. Aber er führt den Krieg trotzdem weiter, weil er hofft, die Ukrainer zermürben zu können und weil er darauf setzt, dass möglicherweise die Unterstützung weniger wird. Das richtige Signal an Wladimir Putin wäre, zu den 61 Milliarden Dollar aus den USA mit diesem Unterstützungspaket der Ukraine jetzt 61 Milliarden Euro der Europäer dazuzulegen und zu sagen, Wladimir Putin, du kannst nicht gewinnen, wir werden alles tun, um die Ukraine zu unterstützen. Das ist gerade jetzt besonders wichtig, aber man muss da auch der Realität ins Auge blicken. Die nächsten Wochen und Monate werden für die Streitkräfte der Ukraine sehr schwierig werden. Da Sie gerade in Washington sind, wird dann nach wie vor von den Europäern erwartet, dass sie jetzt trotz der Freigabe durch den Kongress mehr tun? In Washington ist man erleichtert, dass das Supplemental, also diese Finanzierung für die Militärhilfen für die Ukraine jetzt endlich durchgekommen ist, nachdem man ein halbes Jahr da einen manchmal auch etwas absurd anmutenden Streit hatte. Aber ganz klar sagt jetzt der Kongress, jetzt liegt die Verantwortung wieder bei der Regierung, mehr zu tun, auch die richtigen Waffentypen zu liefern, auch politisch das Richtige zu machen, mit Blick zum Beispiel auf den NATO-Gipfel hier in Washington, D.C. Und ganz sicher werden die Amerikaner jetzt auch erwarten, wir liefern jetzt Attacker-Mess mit höheren Reichweiten, wir liefern mehr Waffen. Was ist mit Taurus, was ist mit Präzisionswaffen aus Deutschland, aus anderen Staaten, was machen die Europäer? Diese Frage ist legitim und sie wird jetzt auch gestellt. Sagt der Sicherheitsexperte Nico Lange. Danke für das Gespräch. Gerne. Tja, und thematisch geht es damit auch bei dir jetzt noch weiter, Hanna. Mit Blick auf die Bedrohung durch Russland hat die Bundeswehr heute im Seehafen Rostock bei der Militärübung National Guardian den Ernstfall geprobt. Zu Land, zu Wasser und zu Luft wurde der Schutz des Hafens trainiert. Zudem ging es um die Verladung und Verlegung von Militärfahrzeugen an die Ostflanke der NATO. Die Übung war Teil des Großmanövers Steadfast Defender, an dem mehr als 90.000 Soldaten aus den 32 NATO-Ländern teilnehmen.
An der Humboldt-Universität in Berlin haben mehrere hundert Menschen gegen den Militäreinsatz Israels im Gazastreifen protestiert. Dabei riefen sie teilweise anti-israelische Parolen. Nach Angaben der Polizei versperrten Demonstrierende den Zugang zum Hauptgebäude der Universität. Einsatzkräfte trugen einige Protestteilnehmer davon. Auch an der Pariser Elitehochschule Sciences Po gab es pro-palästinensische Proteste. Die Polizei löste eine Sitzblockade auf. Der Einsatz sei aber weitestgehend ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen. In der Bauindustrie und im Baugewerbe drohen massive Arbeitsniederlegungen. Im Tarifkonflikt des Bauhauptgewerbes haben heute die Arbeitgeberverbände einen Schlichterspruch abgelehnt. Die Gewerkschaft IG Bau kündigte daraufhin Streiks an, flächendeckend in großen Unternehmen genauso wie in kleinen Handwerksbetrieben. Die IG Bau fordert für die rund 930.000 Beschäftigten höhere Löhne. Dem Vorschlag des Schlichters hatte die Gewerkschaft bereits vor rund 2 Wochen zugestimmt. Bei den Kommunalwahlen in Großbritannien hat die konservative Partei von Premierminister Sunak eine schwere Niederlage erlitten. Nach den bislang ausgezählten Stimmen droht den Tories laut Wahlforschern eines ihrer schlechtesten Ergebnisse seit 40 Jahren. Sunak gerät aufgrund der starken Verluste innerhalb seiner Partei zunehmend unter Druck. Die Wahl gilt als Stimmungstest für die anstehenden britischen Parlamentswahlen. Dort liegen die Tories aktuellen Umfragen zufolge deutlich hinter der sozialdemokratischen Labour-Partei. Wenn die Pressefreiheit ein untrüglicher Seismograph dafür ist, wie es um gesellschaftliche Freiheiten insgesamt bestellt ist, dann hat sich in der Hinsicht die Weltlage leider erneut verschlechtert. Zu dem Schluss kommt der neue Bericht von Reporter ohne Grenzen. Die Organisation erstellt jedes Jahr eine Rangliste der Pressefreiheit. Und beim Blick darauf kann man trübsinnig werden. Wenig überraschend ist natürlich, dass es in Ländern wie Russland praktisch gar keine Pressefreiheit mehr gibt. Auf dem Münchner Festival für Dokumentarfilme wurde heute ein Film vorgeführt, der sehr eindringlich zeigt, wie russische Journalisten mit Ausbruch des Krieges entscheiden mussten, ob sie bleiben oder ins Exil gehen. Jutta Sonnewald hat ihn sich angesehen. Gebombt darf man nicht schreiben. Zerstört darf man nicht schreiben. Nichts ist mehr erlaubt. Verzweifelt zeigt Sergei Sacharov, Chef vom Dienst der unabhängigen russischen Zeitung Novaya Gazeta, was in den Texten seiner Redakteure alles gestrichen werden muss. Es ist Februar 2022. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist erst wenige Tage alt. Wie die Pressefreiheit in Russland über einen Zeitraum von etwa einem Jahr vor und nach dem Krieg immer mehr eingeschränkt wurde, das zeigt Askold Kurov in seinem Dokumentarfilm Of Caravan and the Dogs, Vorstellung beim Dogfest München. Es ist eine sehr effektive Methode der Propaganda, die Menschen glauben zu lassen, dass Journalisten für Feinde aus dem Ausland arbeiten und gegen Russland. Anfangs hat man sie als ausländische Agenten gebrandmarkt. Später wurde dies eine Methode für noch mehr Unterdrückung. Dmitri Muratov, Chefredakteur der Novaya Gazeta und Friedensnobelpreisträger, ruft sein Redaktionsteam zu einer Krisensitzung. Seit 1993 macht sich die unabhängige Zeitung einen Namen mit investigativen Berichten über Korruption in Russland, Menschenrechte, organisierte Kriminalität und dem Krieg gegen die Ukraine. Jetzt wird ihnen der Mund verboten. Vielleicht sollten wir die Zeitung einstellen. Denn es ist unmöglich, bei kompletter militärischer Zensur eine unabhängige Zeitung herauszubringen. Der Radiosender Echa Moskwy dagegen hat keine Wahl. Der bis zuletzt einzig verbliebene, nicht vom Kreml beherrschte Sender muss am 4. März 2022 den Sendebetrieb einstellen. Auch auf YouTube, auch im Netz. Wir haben die Möglichkeit, ins Ausland zu ziehen. Ich aber werde bleiben und weiter in Russland arbeiten. Bleiben oder gehen? Diese Frage zermürbt immer mehr Journalisten, denn nicht nur die Pressefreiheit steht auf dem Spiel.
Wer sich der Kreml-Propaganda widersetzt, dem drohen drakonische Geldstrafen und bis zu 10 Jahren Haft. Der russische Staat hat mehr als 500 Personen und Organisationen zu sogenannten ausländischen Agenten erklärt, etwa 2/3 davon Journalisten. Auch deren Verwandte und Freunde sind in Gefahr. Putin ruft im März 2022 zur Jagd auf Kritiker und Kriegsgegner auf. Besonders wir Russen können zwischen echten Patrioten und Gesindel und Verrätern unterscheiden, die wie eklige Mücken ausspucken. Im September 2022 wird der Novaja Gazeta die Drucklizenz entzogen. Vize-Chefredakteur Kirill Martinow entscheidet sich, Russland zu verlassen und aus dem Exil weiterzuarbeiten. Dmitri Muratov dagegen bleibt und veröffentlicht Artikel im Internet. Für Menschen in Russland ist es inzwischen riskant, Informationen im Netz zu lesen oder solche Angebote bei YouTube oder Telegram zu abonnieren. Dmitri Muratov hat kurz nach Kriegsbeginn seinen Friedensnobelpreis zugunsten geflüchteter ukrainischer Kinder versteigert. Seit letztem Jahr gilt er als ausländischer Agent. Nachher im Heute-Journal-Update gibt es zum Tag der Pressefreiheit noch ein Interview mit der Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen. Und jetzt geht es bei Hanna noch mal weiter mit Wirtschaft. Der US-Konzern Apple musste heute für das erste Quartal einen Umsatzrückgang vermelden und das nicht zum ersten Mal. Der iPhone-Absatz schwächelt und dennoch zeigte sich Firmenchef Cook optimistisch. Valerie Haller, wie passt das alles zusammen? Also Tim Cook setzt seine Hoffnungen auf neue Funktionen mit künstlicher Intelligenz, die demnächst auf den Markt kommen sollen. Apple will und muss auch in dem Bereich aufholen. Sorgenkind aber ist ausgerechnet Apples Cash-Cow, das iPhone. Hier fielen die Umsätze um über 10%, so deutlich wie seit Jahren nicht. Ehemals erfolgsverwöhnt muss sich das iPhone nun gegen Samsung und Huawei behaupten. Während Apple im ersten Quartal ein Umsatzminus verbucht, kann Hauptkonkurrent Huawei um fast 37% zulegen. Und das trotz der von den USA verhängten Sanktionen gegenüber Huawei. Trotzdem ist die Apple-Aktie heute deutlich im Plus. Warum genau? Apple hat angekündigt, Aktien im Wert von 110 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Eine gigantische Summe, so viel wie noch nie in der Konzerngeschichte. Schon die Ankündigung eines solchen Programms lässt den Kurs meist in die Höhe schnellen. So auch hier. Apple-Aktien legen um fast 7% zu. Aktionäre profitieren meist von einem Rückkaufprogramm. Denn wenn ein Schwung Aktien vom Markt verschwindet, dann sind weniger Papiere zum Kauf verfügbar. Weniger Angebot bedeutet in der Regel eben auch steigende Preise. Aktienrückkäufe sind daher immer auch Kurspflege. Apples Investoren dürfte das über die durchwachsenen Zahlen heute hinweggetröstet haben, zumindest vorerst. Vielen Dank, Valerie, nach Frankfurt. Ein deutsches Start-up hat heute erstmals erfolgreich eine Trägerrakete gestartet, die mit Paraffin, also Kerzenwachs und flüssigem Sauerstoff betrieben wird. Die 12 Meter lange Rakete SR-75 hob um kurz nach 7 deutscher Zeit im australischen Cunibba ab. Jahrelang wurde an dem Hybridtriebwerk gearbeitet, das laut den deutschen Entwicklern besondere Vorteile bietet. So mache die Treibstoffkombination mit Paraffin die Rakete günstiger und sicherer, weil keine Explosionsgefahr bestehe. Zur Stunde wird in Berlin der Deutsche Filmpreis verliehen. Rund 1600 Gäste sind zur Verleihung des wichtigsten deutschen Preises der Branche geladen. Favorit mit 9 Nominierungen war die ZDF-Produktion Sterben von Regisseur Matthias Glasner. Das Drama erhielt unter anderem den Preis für die beste weibliche Hauptrolle und in diesen Minuten die Goldene Lola für den besten Spielfilm. Mit dem Ehrenpreis wurde Hanna Schygulla für herausragende Verdienste um den deutschen Film ausgezeichnet. Glücklich sind Städte, durch die ein Fluss fließt, wie in Köln oder Mainz der Rhein, in Berlin die Spree oder in London die Themse. Die Stadtbewohner lieben ihre Flüsse und deren Ufer und Brücken. Noch toller wäre es natürlich, wenn man in so einem städtischen Fluss sogar schwimmen kann. Die Schweizer machen es vor. Urbanes Flussschwimmen gibt es in Bern, Basel und Zürich. Die Pariser träumen davon auch schon lange, baden in der Seine.
Seit Jahrzehnten versprechen französische Präsidenten, sich zu kümmern und für die entsprechende Wasserqualität zu sorgen. Daraus wurde aber nie etwas. Doch jetzt, zu den Olympischen Spielen, soll der Traum wahr werden, berichtet Thomas Walde. Hier hat die Stadt Paris eine gute Milliarde in den Sand gesetzt. Ein Überlaufbecken, falls es der Seine zu viel wird. Raum für 50.000 Kubikmeter Wasser. Das Becken ist Teil der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, die einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen sollen in der Infrastruktur der Stadt, wie es bei der Eröffnung hieß. Das wird auch das Leben der Pariser und der Menschen in der Region verändern. Für alle Franzosen und Besucher aus aller Welt, die danach in der Seine baden können. Die Seine soll bei Olympia eine zentrale Rolle spielen, nicht nur zur Eröffnungsfeier. Einige Wettbewerbe sollen in ihr stattfinden. Triathlon, Turmspringen. Doch sicher ist das alles nicht, denn bei Dauerregen läuft die Seine voll mit ungeklärtem Wasser. Und ob das neue Überlaufbecken das auffängt, reinigt und Wettbewerbe ermöglicht, ist nicht ausgemacht. Wenn die Wasserqualität gut ist, erlauben wir das Schwimmen. Wenn es aus unvorhergesehenen Gründen nicht gut ist, dann erlauben wir das Schwimmen eben nicht. Immer wieder ist die Stadt Paris der Seine auf den Grund gegangen. Klar war allein das Ergebnis: zu dreckig zum Schwimmen. Selbst ein Testlauf für Olympia vor einigen Monaten fiel erstmal ins buchstäbliche Wasser und musste später nachgeholt werden. Nur Mutige wagen den Sprung ins Unbekannte, Beschäftigte der Stadt etwa, um mit Bürgermeisterin Hidalgo Werbung zu machen für das Projekt Saubere Seine. Aber Anne Hidalgo wusste wohl, warum sie selbst am rettenden Ufer blieb. Ich schwimme, aber erst im nächsten Jahr. Ich baue etwas Spannung auf. Seither wartet man, gespannt. Und noch einer verspricht, hier durchzublicken und baden zu wollen, auch er irgendwann in der Zukunft. Klar mache ich das, aber ohne dass ihr dabei seid. Dabei gab es das schon mal, Schwimmen in der Seine zwischen den Weltkriegen. Unklar, ob das Wasser damals sauberer oder die Menschen abgehärtet waren. Trotz der Infrastrukturarbeiten ist vieles noch im Fluss. Es muss noch viel getan werden. Wir haben es mit Fäkalbakterien zu tun und mit chemischen Produkten. Es würde so schön in die Geschichte von der Nachhaltigkeit der Olympischen Spiele passen, die Paris erzählen will, wenn Menschen dauerhaft hier baden könnten. Aber es wird noch viel Wasser, die Seine hinunterfließen, bis sich zeigt, ob das gefahrlos möglich ist. Das war's von uns. Gleich geht's mit der Heute-Show weiter. Und gegen 0:10 Uhr meldet sich dann hier Nazan Gökdemir mit unserem Heute-Journal-Update. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Guten Abend. Das waren ja gestern Gewitter, die wirklich nur sehr langsam gezogen sind. Und so gab es punktuell mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter, häufig aber mehr als 60 Liter pro Quadratmeter. Jetzt beruhigt sich das Wetter vorübergehend, aber der Tiefdruckeinfluss ist nicht weit entfernt. Dieses Gewittertief, das zieht hier zwar nach Großbritannien ab, aber gleich kommt schon ein neues Tief hier von Frankreich heran. Und dieses neue Tief bringt uns dann morgen Nachmittag neue Schauer und Gewitter. Und Sie sehen, über dem Atlantik kommt schon wieder das nächste Tief hinterher. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 12 Grad hier nördlich von Berlin und 4 Grad im Sauerland oder in der Eifel. Und es gibt erstmal noch Schauer und Gewitter zwischen dem Erzgebirge und der Ostseeküste. Es regnet auch noch in Thüringen und südlich der Donau. Dann lockern die Wolken von Westen auf und es bildet sich auch mal Nebel. Der Tag morgen beginnt erstmal ganz freundlich, aber schon in den Mittagsstunden gibt es dann Schauer und Gewitter hier über den nördlichen Mittelgebirgen. Und nachmittags kommen dann die neuen Schauer und Gewitter im Südwesten an. Das bei Temperaturen, die in der Eifel nur so bei 15 Grad liegen. 24 Grad sind es im nördlichen Brandenburg. Und der Sonntag wird dann auch ein sehr wechselhafter Tag mit Schauern und Gewittern mit Höchsttemperaturen von 14 bis 22 Grad. Die neue Woche startet etwas weniger wechselhaft. Da werden Sie häufiger mal die Sonne zu Gesicht bekommen und es wird ein bisschen kühler. Guten Abend.